Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist eine absolute Design-Ikone und wahrscheinlich das bekannteste Faltrad überhaupt, ein Brompton. Und in diesem Video wollen wir uns einmal ansehen, was das Brompton so besonders macht. Falträder sind die ideale Ergänzung eines jeden Fahrradfuhrparks, um sämtliche Formen der Mobilität nutzen zu können. Denn sie sind klein, sie sind leicht, sie lassen sich eben klein zusammenfalten und sie lassen sich von fast jedem Menschen fahren, egal ob groß oder klein. Und sie lassen sich natürlich auch überall mitnehmen, egal ob im Zug, im Kofferraum selbst eines Kleinwagens oder auch im Cargo-Bike. Und ich bin auf der Suche nach dem ultimativen Faltrad. Und den Anfang der Suche macht das Brompton. Das Brompton wurde Mitte der 70er Jahre von einem Briten namens Andrew Ritchie entworfen und ist seitdem fast unverändert auf dem Markt. Er war damals unzufrieden mit der Konstruktion der damaligen Falträder, obwohl es waren eher Knickräder, denn die konntest du knicken. Er wollte ein Design, das langlebig ist, das gut konstruiert ist, sich möglichst klein zusammenfalten lässt. Und das Besondere ist, Brompton Bikes werden seitdem fast unverändert gebaut. Das grundlegende Design und der Faltmechanismus ist nach wie vor der gleiche. Daher ist es ein wirklich ikonisches Design und Bromptons erkennt man auch von hunderten Metern Entfernung. Und das Besondere ist, Bromptons werden nach wie vor in London handgefertigt. Das hat sich seit 1975 und seit den 80er Jahren, als die Serienproduktion so richtig anlief, nicht geändert. Für 2022 wurde das Brompton-Line-Up gründlich aufgeräumt und es gibt jetzt 4 verschiedene Linien. Einmal die A, die C, die P und die T-Linie. A ist für den Einsteiger, C ist so die am vielseitigsten ausstattbare für den Pendler, für den Alltagsradler. P ist dann schon etwas sportlicher und eine ganze Ecke leichter, dadurch, dass da Titan-Komponenten drin sind. Und T ist ein komplett neu entwickelter eigener Titanrahmen. Das ist wirklich ganz, ganz besonders. Es ist super leicht, super edel und sehr sportlich. In diesem Fall haben wir aber das C-Line Explore mit einer 6-Gang-Schaltung. Großer Mensch, kleines Fahrrad. Ich bin 1,96 Meter groß und kann trotzdem auf dem Brompton sehr gut fahren. Wie das funktioniert, das zeige ich euch später im Video. Zuerst wollen wir mal aber auf ein paar Details eingehen, denn dieses Brompton strotzt nur so vor Details. Kaum ein Teil, das nicht Brompton-spezifisch ist. Und wir wollen mal darauf eingehen, wie überhaupt das Brompton konstruiert wurde, damit es sich so klein und leicht zusammenfalten lässt. Dann werden wir eine Sitzprobe machen, werden das Rad einmal fahren und am Ende gibt es ein kleines Fazit. Beginnen wir mal mit ein paar Daten und Fakten zum Brompton. Der Rahmen, die Gabel, der hintere Rahmen und diese Vorbaueinheit bestehen komplett aus Stahl. Das Brompton hat 16 Zoll Felgen, die mit Schwalbe Marathon Racer in 35 mm bereift sind. Bromptons sind standardmäßig mit Felgenbremsen ausgestattet und es gibt Schaltungsoptionen zwischen einem und 6 Gängen. Das Brompton darf mit maximal 110 Kilogramm beladen werden und diese kleine Schnappeinheit für Taschen oder ähnliches darf 10 Kilo aufnehmen. Das Rad eignet sich für Menschen zwischen 1,50 Meter und 2,5 Meter mit der optionalen Teleskopsattelstütze, die hier ebenfalls verbaut ist. Und dann gibt es noch 3 verschiedene Vorbauhöhen, Low, Mid und High, wobei wir hier die mittlere Variante haben. Das Brompton gibt es dann zusätzlich auch noch in der C-Line als Brompton Electric. Das hat dann einen kleinen Nabenmotor hier vorne, wird dann nochmal zusätzlich unterstützt und das Akkupack ist dann hier vorne dran befestigt. Und das ganze Rad wiegt gerade mal 2,5 bis 3 Kilo mehr als dieses Rad hier, das so knapp 13 Kilogramm wiegt. Also ein echt leichtes Akku- und Motorenpaket. Zuerst einmal fällt auf, wie viele Teile hier Brompton spezifisch sind. Das fängt natürlich beim Rahmen an, hier mit dem großen Brompton Schriftzug und geht dann weiter beim Sattelkloben, beim Sattel, beim Schalthebel, beim Bremshebel, beim Licht, bei der Bremse, bei den Pedalen, bei der Kurbel, bei der Schaltung, bei der Schaltung und bis zur Luftpumpe. Und wir gucken uns noch mal ein paar weitere Details an. Das erste, was auffällt, hier ist gar kein Ständer dran. Aber ein Brompton braucht keinen eigenen Ständer, denn der ist schon in den Klappmechanismus integriert. Das ist das erste coole Detail. Dann geht es weiter mit der Schaltung, denn hier ist eine 6-Gang-Schaltung verbaut, die aus 3 x 2 Gängen besteht. Hier außen ist eine
Kassette, wenn man so will. Die besteht aus 2 Gängen und dann ist hier hinter eine Schaltungsnabe mit 3 Gängen. Und diese Gangsprünge, die funktionieren nach dem erst das eine, dann das andere Prinzip. Du schaltest im Grunde mit der internen Nabe von Gang zu Gang und kannst dann mit dem Ritzel nochmal so Zwischengänge schalten, um deine gewünschte Trittfrequenz zu fahren. Und dann werden diese Gänge auf der Kassette auch noch mit einem speziellen Schaltwerkssystem eben angesteuert. Das ist auch kein Standardteil, sondern sorgt dafür, dass auch im ausgeklappten oder eingeklappten Zustand die Kette eben immer gespannt bleibt. Ziemlich genial. Die nächste Besonderheit sind die Bremsen. Denn hier haben wir normale Dual-Pivot-Felgenkneifer-Bremsen, wie man sie zum Beispiel auch von normalen Rennrädern kennt, noch ohne Scheibenbremse. Und normalerweise kommen die Züge bei solchen Bremsen von oben und werden dann unten gespannt. Hier ist es genau andersrum. Die Züge kommen von unten, sodass der Faltmechanismus ermöglicht wird und der Zug nicht irgendwo hier in der Gegend rumflattert, sondern zusammen mit den anderen Zügen hier am unteren Teil des Rahmens entlang geführt werden kann. Eine weitere Besonderheit, das Brompton ist gefedert. Auf der einen Seite federt natürlich der gesamte Rahmen so ein bisschen dadurch, dass es Stahl ist. Auf der anderen Seite ist dieses Verbindungsstück zwischen dem hinteren und dem vorderen Rahmen ein Elastomer und kann dadurch eben Unebenheiten in der Straße ausgleichen. Und dann eine letzte Besonderheit, die mir aufgefallen ist, diese dünnen und filigranen Rohre, besonders hier hinten und hier vorne an der Gabel. Wenn man überlegt, ich dürfte noch knappe 15 Kilo schwerer sein, als ich es jetzt bin und dürfte trotzdem mit diesem Fahrrad fahren. Bis dahin ist es freigegeben. Und das Ganze hängt an diesem kleinen Drehpunkt, der dann mit einer guten Konstruktion einfach mit diesen dünnen Rohren verbunden ist, die gerade mal etwas dicker sind als Strohhalme. Das ist schon wirklich erstaunlich und zeigt auch diese langlebige Konstruktion, denn so werden Bromptons seit über 40 Jahren gebaut. Aber jetzt kommen wir mal wirklich zum spannenden Teil, nämlich dem Faltmechanismus. Das Brompton ist eines der am kleinsten zusammenfaltbaren Räder auf dem Markt und das ist besonders dann erstaunlich, wenn man bedenkt, dass selbst ich mit meinen 1,96 Meter da gut drauf fahren kann. Wenn man das Rad zusammenfaltet, dann ist es 645 x 585 x 270 mm groß. Aber das ist nur die blanke Theorie. Wie sieht das jetzt gefaltet aus? Das ist jetzt das kleine Paket. Es sind 3 Faltmechanismen und dann noch so 2 kleine Punkte, die man beachten muss. Und jetzt kann man das Fahrrad am Sattel einfach hochheben und mitnehmen und es klappt auch nicht auseinander, selbst wenn man es irgendwie dazu zwingen möchte. Es klappt erst dann auseinander, wenn man es wirklich möchte. Und das ist auch eine Besonderheit beim Brompton, denn dieses Paket, das passt ganz einfach in die Gepäckablage von irgendwelchen Zügen, ICEs oder so. Es passt in die kleinsten Kofferräume und man kann es wirklich überall mit hinnehmen. Und selbst unterm Schreibtisch fällt es im Büro nicht wirklich auf. Allerdings ist mit 13 Kilo, das kann man natürlich ganz einfach anheben, aber auf Dauer wird es trotzdem schwer. Aber dafür hat Brompton auch eine Lösung entwickelt, denn man kann auch einfach den Lenker wieder ausklappen und dann nimmt man es einfach rollend weg. Und dann noch so kleine Details wie das selbst entwickelte Faltpedal hier auf der linken Seite, damit das Rad eben dieses kompakte Faltmaß von 2,70 Meter Breite, 2,70 Meter. Jetzt sind wir aber wieder fahrbereit, jetzt klappen wir es mal wieder aus. Drehen es einfach so rum, das ist einfacher. Klappen den Lenker aus. Nehmen den Sattel wieder auf eine angenehme Höhe. Profis kriegen das natürlich alles nochmal etwas eleganter hin. Und dann ist das Rad fahrbereit. Also dieser Faltmechanismus ist wirklich wahnsinnig schnell, wenn man es ein bisschen trainiert. Profis kriegen das innerhalb von 30 bis 45 Sekunden hin, das Rad einmal komplett zusammen und wieder auseinander zu falten. Also beides innerhalb von 30 bis 45 Sekunden. Das ist wirklich mega schnell und verdeutlicht, wie schnell dieses Rad eben einsatzbereit ist, wenn man es wirklich mal braucht. Das ist dann auch eine echte Show. Und jetzt zeigt euch mal häufig businessmäßig auf Zugreisen Tillmann, wie sich das Brompton fährt. Ich bin gerade mit dem Zug aus Berlin, München, Hamburg gekommen und ich möchte einfach nur nach Hause. Und natürlich habe ich in einem solchen Fall immer ein Faltrad dabei. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man als 1,96 Meter Mensch auf so einem kleinen Fahrrad sitzt. Und ja, das ist tatsächlich
relativ sportlich, aber ich finde das ganz gut. Ich mag das. Ich könnte mit einem höheren Lenker noch etwas höher sitzen. Der niedrige Lenker, der würde allerdings überhaupt nicht zu meiner Größe passen. Und dank der Teleskopsattelstütze habe ich auch eine gute Beinposition, dass das Pedal oder dass das Bein bei unterer Pedalposition leicht gebeugt ist. Also, das ist schon mal super. Und wir fahren jetzt mal los. So, was fällt zuallererst auf? Das Bike lässt sich gut beschleunigen. Der kleinste Gang ist auch gut übersetzt. Und wenn ich jetzt schalten möchte, dann habe ich hier zwei Möglichkeiten. Einmal die Nabenschaltung und einmal die kleine Zweigang-Kettenschaltung. Wenn ich quasi in den nächsten Gang schalten möchte, dann bemühe ich hier auf der linken Seite die kleine Kettenschaltung. Und wenn ich dann wieder in den nächsten Gang, also quasi dann in den dritten schalten möchte, dann schalte ich auf der rechten Seite in den zweiten und hier wieder auf der linken Seite auf Minus. Das geht dann so aus und habe dann den dritten Gang quasi. Und wenn ich den vierten Gang haben möchte, dann wieder den hier. Und dann wieder das gleiche. Und dann wieder den hier. Und wenn ich in den kleinsten Gang zurück möchte, dann einfach wieder hier auf 1 und da auf Minus. Und dann kann ich wieder Berge hochfahren. Also am Anfang erstmal ungewohnt, aber geht dann recht schnell, dass man sich daran gewöhnt hat. Und dann findet man eigentlich recht schnell immer die Übersetzung, die man bei der Sechsgangschaltung haben möchte oder braucht. Dass man hier ein bisschen bergauf fahren. Dann die Sitzposition allgemein. Also ihr seht schon, der Lenker ist sehr, sehr schmal. Ich mit meinen relativ breiten Schultern muss schon so ziemlich weit hier in die Mitte greifen. Aber gut, es ist halt auch ein sehr klein zusammenfaltbares Fahrrad, nicht wahr? So, beschleunigen wir jetzt mal. Und das Coole ist natürlich, dank der 16 Zoll Reifen, dank der 16 Zoll Laufräder, ist das echt schnell auf Geschwindigkeit und es lässt sich auch gut auf Geschwindigkeit halten. Es lässt sich einfach und direkt einlenken, liegt gut in den Kurven. So, und jetzt hier mal ein bisschen Offroad fahren. Mal sehen, wie gut das Brompton das kann. Gravel. Ja, und hier also auf festgefahrenem Schotter überhaupt kein Problem. Ähnlich tatsächlich von der Stabilität wie andere Räder mit 35 mm breiten Reifen. Das sind dann auch keine besonders dicken Reifen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und dann fährt man einfach. Man muss so etwas tiefere Sandstücke muss man ein bisschen vermeiden. Die können dann schon durch die kleineren Räder, durch den kleineren Reifenumfang etwas tricky sein. Durch den kleinen Dämpfer hinten federt man auf dem Sattel richtig gut. Und vorne durch die relativ dünnen Stahlrohre federt auch der Rahmen noch mal ganz gut. Aber es ist trotzdem so, dass der Rahmen insgesamt sehr steif ist. Ich kann nämlich trotzdem das hier machen. Und da verwindet sich echt überhaupt nichts. Mal sehen, wie gut sich das Brompton zum Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten eignet. So, und jetzt einmal voll in die Eisen. Okay. Also, das Hinterrad hat eine ganze Ecke blockiert. Die Bremsen fühlen sich ein bisschen schwammig an. Also bei der Bremse, die Hebel lassen sich einfach bewegen, das ist gut. Aber sie ist halt nicht die kräftigste. Also das Brompton fährt sich richtig, richtig gut. Das fährt sich anders als alle anderen Falträder, die ich bisher gefahren bin. Und natürlich besonders anders als das Klapprad, das ich bisher mein eigen nannte. Wo es so ein bisschen das Alter rausscheinen lässt, sind die Bremsen. Die sind einfach nicht so richtig gut. Die haben ein leicht schwammiges Bremsgefühl, bremsen aber vorhersehbar. Immerhin, selbst wenn der Bremsweg etwas länger ist als bei anderen Fahrrädern, auch teilweise bei anderen Fahrrädern mit V-Brakes zum Beispiel. Ein solches Fahrrad, ein Faltrad, darf sich gerne anders fahren als ein normales 28 Zoll Rad und das Brompton fährt sich definitiv anders, aber es fährt sich richtig, richtig gut. Und das ist echt erstaunlich, wenn man bedenkt, dass dieses Rad 1975 beinahe genauso entwickelt wurde. Ja, das ist mein Fahreindruck. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich hier zu Hause und gehe zurück zu Präsentationsthemen.
Vielen Dank, häufig businessmäßig auf Zugreisen-Tillmann. Also das Brompton erstaunt mich wirklich. Es ist komfortabel, es ist schnell, es ist agil, es lässt sich sehr klein zusammenfalten und überall mit hinnehmen. Und es ist trotzdem für meine Größe geeignet. Also habe ich eventuell schon das perfekte Faltrad gefunden? Eventuell. Ich weiß es noch nicht. Ich werde noch mal weitere Falträder testen und euch dann am Ende sagen, für welches Rad ich mich entschieden haben werde. Ja, das ist mein Eindruck vom Brompton. Habt ihr schon Erfahrung mit einem Brompton gesammelt oder mit anderen Falträdern? Und welches ist eurer Meinung nach das perfekte Faltrad? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann.